Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Martina Reis und ich bin fasziniert von Pappmaché. Und heute zeige ich dir, wie du langweilige Flaschen, Vasen oder Plastikbehälter mit Pappmaché-Technik wunderbar veredeln kannst. Wir behalten grundsätzlich die Form dieser Flaschen und geben ihnen einfach nur eine spannendere Oberfläche, die später dann auch noch bemalt wird. Als erstes beklebst du die ganze Flasche mit Malerkrepp, da später dann Pappmaché darauf sehr gut haftet. Wenn du eine Glasflasche oder Glasvase verwendest, dann empfehle ich vorher, den oberen Bereich von außen anzustreichen. Ich habe hier Gesso verwendet, du kannst aber auch Acrylfarben oder Sprühfarben nehmen. Wichtig ist, dass die Flasche oder Vase fettfrei ist. Diese Bemalung ist dafür da, wenn du die Vase später hinstellst, ohne Deko, ohne Blumen, dann siehst du diesen Malerkrepp nicht durchscheinen. Es sieht einfach schöner aus. Wenn du die Flasche komplett mit Malerkrepp beklebt hast, dann kann es schon mit dem Pappmaché losgehen. Du kannst beliebiges Pappmaché verwenden. Dazu habe ich einige Videos auf diesem Kanal gemacht und ich benutze hier Pulp aus geschreddetem Büropapier. Aber wie gesagt, es ist eigentlich völlig egal, welches Papier du verwendest. Bei dieser Vase ist die erste Schicht ungefähr einen halben Zentimeter dick und wird mit Spachtel aufgetragen und ein bisschen mit Wasser geglättet. Der Boden sollte schön gerade und glatt sein, damit die Vase später stabil steht. Diese schöne krumme Plastikflasche habe ich mir aufgrund der Form ausgesucht. Da war vorher Putzmittel drin, glaube ich. Und auch diese beschichten wir mit einer Pappmaché-Schicht. Und am besten, man lässt sie eine Nacht ein bisschen vortrocknen, bevor man dann den Boden gestaltet und beschichtet, weil dann kann man auch alles besser anfassen und drehen. Bei der dritten Vase zeige ich hier etwas andere Technik, wie man vorgehen kann, um Pappmaché auf Flächen aufzutragen. Hier wird Pappmaché zwischen zwei Folien ausgerollt wie Teig und dann auf die Flasche aufgetragen. Diese Schicht darf nicht zu dünn sein, weil wir dieses Mal Strukturen direkt in die Oberfläche rein modellieren. Leider ist mein Fetzen ein bisschen zu klein geworden und deswegen gehe ich doch wieder auf die Spachtel zurück und trage den Rest mit der Spachtel auf. Also es funktioniert beides. Probiert einfach aus, was euch besser liegt. Diese Vase wird etwas rustikaler und ungenauer, so ein bisschen wie Wabi-Sabi-Look. Deswegen achte ich nicht so besonders drauf, dass die Schicht gleichmäßig dick ist. Jetzt haben wir überall eine etwas stärkere Pappmaché-Schicht und dann kann es mit der Modellierung der Strukturen losgehen. Bei dieser Vase wollte ich so kleine ungleichmäßige Vertiefungen reindrücken und habe verschiedene Werkzeuge ausprobiert. Am besten hat mir gefallen, mit dem kleinen Löffel zu arbeiten oder einfach mit den Fingerkuppeln. Durch eine Frischhaltefolie funktioniert das am besten, denn dann bleibt die Pappmaché-Masse nicht an den Fingern kleben und es lässt sich ein bisschen sauberer arbeiten. Natürlich kannst du deine Strukturen auch anders anordnen oder ganz andere Formen reindrücken. Am Ende muss aber die Folie wieder ab und dann kannst du alles nochmal nachschauen und nachbessern. Es fühlt sich alles sehr ähnlich wie Töpfern an. Auch hier ist keine Eile geboten, genieß den Prozess und lass dir Zeit. Wenn du mit deinen Strukturen zufrieden bist, lass am besten die Vase 1 oder 2 Tage trocknen, bevor du den Boden nochmal gerade machst und vielleicht noch irgendwelche Fehler nachbesserst. Und hier ist der Zwischenstand, wenn alle 3 Vasen getrocknet sind.
Eine ist sozusagen fertig und bei den anderen beiden geht es weiter mit der nächsten Schicht. Bei dieser kleinen Vase brauche ich noch eine zweite dünne Schicht Pappmaché, weil ich mir vorgenommen habe, so kleine, ungleichmäßige, dünne, vertikale Striche reinzuritzen. Die Rillen kannst du mit einem Modellierwerkzeug oder Messer erzeugen. Probier einfach aus. Und das funktioniert auch diesmal ohne die Folie. Du kannst das Werkzeug auch zwischendurch ins Wasser tauchen und dann lassen sich die Ritzen etwas sauberer ausarbeiten. Bei dieser geschwungenen organischen Vase greife ich die ursprüngliche Form auf, wo auch schon so eine Art Blatt angedeutet war, und ich ergänze das mit weiteren Blättern. Nachdem ich mir alles vorgezeichnet habe, trage ich stellenweise neue Schicht Pulp auf, nicht mehr überall, sondern nur da, wo ich eine Art Relief erzeugen möchte. Grundsätzlich verbinden sich die Schichten sehr gut miteinander, weil in der Pappmaché-Masse, also in dem Pulp, viel Kleber vorhanden ist. Also man muss nicht zusätzlichen Kleber noch verwenden. Das hält bombenfest. Nach dem Durchtrocknen schrumpfte wieder Pappmaché ein bisschen und mir war der 3D-Effekt noch nicht stark genug, deswegen habe ich die Kanten noch mal ein bisschen erhöht. Und das ist ja auch das Schöne dran, man muss nicht sofort fertig werden, man kann das Werk auch mit einem Zeitabstand weitermachen, ergänzen oder verändern. Und so sehen die Vasen nach dem Durchtrocknen aus. Jetzt kannst du sie beliebig gestalten und bemalen und dekorativ einsetzen. Wie ich das gemacht habe, zeige ich dir in Teil 2 dieses Videos. Wenn dich diese Anleitung inspiriert hat, dann würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Bleib dran und hoffentlich bis demnächst.